Ja, hallo Leute, seid mir gegrüßt. Ich hoffe, euch geht's gut. Im heutigen Video werde ich das Schutzblech abbauen. In Fachkreisen nennt man das auch den Rattenschwanz. Das Teil ist auch gleichzeitig ein Kennzeichenhalter, aber ich möchte dieses klobige Teil abbauen und einen neuen, kleineren Kennzeichenhalter montieren. Also holt euch schnell Snacks und Getränke und dann lehnt euch zurück, denn das Gebastel geht jetzt los! Zuerst müssen wir seitlich rechts und links jeweils die Schrauben entfernen. Eine davon auf jeder Seite ist aus Plastik. Die ist auch in so einer Plastikführung drin, so einer Hülse, die wir dann auch entfernen werden. Die funktioniert wie so eine Kunststoffniete. Mit dem Vorteil, dass man sie halt rausschrauben kann. Sozusagen eine schraubbare Kunststoffniete. Mal so ganz am Rande erwähnt, dafür, dass der Auspuff erst 2 Jahre alt ist, ist er aber schon mächtig angerostet. Da werde ich bei Gelegenheit auch mal dran gehen und den wieder schön machen. Ja, und das hintere Federbein, das habe ich auch schon neu hier liegen. Original Kymco-Teil. Günstig im Internet ergattert. Manch einer würde auch ergaunert sagen. Genauso wie ich den Tacho, den ich mir letztens bestellt habe, auch schon fast ergaunert hatte. Für den Tacho war ich der einzige Bieter. Ja, und das bis zum Ende der Auktion. Und haltet euch fest, den Tacho habe ich für lausige 4 Euro geschossen. Ja, plus 5,95 Euro Versand. Aber für 10 Euro, das ist ja fast schon geschenkt und ich hatte ehrlich gesagt ein etwas schlechtes Gewissen gegenüber dem Verkäufer. Ja, aber so ist das leider, wenn man Sachen bei eBay reinstellt, da muss man damit rechnen, dass sie für nichts weggehen. Ja? Ja, im Durchschnitt kostet so ein gebrauchter Tacho um die 50 Euro. Ein Neuteil zu kaufen wird absolut keinen Sinn machen, weil neu kostet so ein Tacho zwischen 300 und 350 Euro. Ja, und das wäre dann mehr als der Kaufpreis. Also ich habe weniger ausgegeben für meinen Roller, für meine Kimme, als ein neuer Tacho kostet. Naja, egal. Achso, falls jemand von euch noch ein Trittbrett für ein Kymco Agility abzugeben hat, dann meldet euch mal bitte. Schreibt mich einfach an. Ich suche da nämlich was Günstiges. Wie man auch hier im Video sehen kann, ist das ja leicht beschädigt, das Trittbrett. Und da wollte ich mal ein anderes Gebrauchtes einbauen, wenn ich eins finde. Ja, neu kostet so ein Trittbrett 80, 90 Euro beim Kymco-Händler. Aber wie gesagt, ich möchte nicht so viel für die Teile ausgeben. Ich habe den Roller jetzt ungefähr 2,5 Jahre und habe da direkt nach dem Kauf einiges erneuert. Also eigentlich fast alles, bis auf die Außenhaut. Habe den Auspuff neu gemacht, dann so Service-Sachen wie Ölwechsel, Ölfilterwechsel, Zündkerze, Luftfilter, Benzinfilter, Zündspule, Zündkabel, Anlasserrelais und so gut wie alles, was sich unter dem Variomatic-Deckel befindet. Ja, wie gesagt, war das schon vor 2 Jahren. Und vor 1,5 Jahren circa habe ich ein Zylinderkit eingebaut, ein Standard-Zylinderkit. Das habe ich eigentlich nur aus Spaß gemacht, beziehungsweise weil ich es einfach mal machen wollte. Ja, und hat ja geklappt. Leider habe ich da noch keine Videos gemacht. Deswegen kann ich euch darüber nichts zeigen. Jedenfalls nicht an diesem Roller. Beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall mit der Kamera drauf halten. Aktuell ist bei dem Roller der Gaszug gerissen. Mein Roller steht hier draußen auf dem Bürgersteig und die Nachbarskinder, die lieben Kleinen, die fummeln da regelmäßig am Gaszug rum, beziehungsweise am Gasgriff. So sind sie halt, die lieben Kleinen. Ne? Vielleicht sollte ich auch einfach mal den Roller öfter abdecken über Nacht. Was den Gasgriff angeht, da habe ich mir jetzt so ein Schloss für gekauft. Dabei wird der Gasgriff mit dem Bremshebel verbunden. Und wenn man das dann abschließt, das Schloss, dann soll man den Griff nicht mehr drehen können. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber vielleicht mache ich da auch ein Video zu. Mal sehen. Hättet ihr denn Bock auf sowas? Könnt ihr mal gerne einen Kommentar da lassen, wenn ihr Bock drauf habt. Ach, und kurz bevor der Gasgriff bzw. der Gaszug gerissen ist, habe ich bemerkt, dass mein Rücklicht gar nicht mehr funktioniert. Weder Bremslicht noch das Standlicht. Und eine Blinkerbirne hat sich verabschiedet. Auf jeden Fall wollte ich mir eine Ersatzglühbirne holen für den Blinker. Und ich war an 5 Tankstellen. Keine Tankstelle hatte diese Birne.
Dann war ich noch in verschiedenen Kaufhäusern, in den Kfz-Abteilungen. Und da habe ich auch nichts gefunden. Ein Mitarbeiter, der sagte mir, dass die Birnen gar nicht mehr hergestellt werden. Dann habe ich mal im Netz geguckt. Da bin ich zwar fündig geworden, aber ich wollte jetzt nicht 7,50 Euro für ein so ein Leuchtmittel ausgeben. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir einen kompletten Satz neue Blinker für vorne und hinten gekauft. Ja, und natürlich werde ich auch davon ein Video machen. Gar keine Frage. Für den abgefahrenen Reifen habe ich mir auch schon einen Ersatz besorgt. Die Voraussetzungen sollten sein, Markenreifen und so billig wie möglich, beziehungsweise so günstig wie möglich. Am Ende ist es dann der Avon Viper Strike geworden. Er hat manche Hersteller immer für Fantasienamen da haben für ihre Produkte. Echt manchmal schon lächerlich. Aber der Reifen hatte gute Bewertungen, habe ich natürlich auch durchgelesen. Gutes Nässeverhalten, habe ich mich halt für den entschieden. Und für unter 30 Euro war das echt ein Schnäppchen auch. Was die Fantasienamen angeht hier, habe ich mir mal überlegt, mir Aufkleber anfertigen zu lassen. Anstelle von Agility 50 möchte ich mir dann auch irgend so einen bescheuerten Fantasienamen da draufkleben. Zum Beispiel Gorilla Snake 69 oder so. Was haltet ihr von der Idee? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Zum Zeitpunkt, zu dem ich dieses Video hier erstellt habe, habe ich 30 Abonnenten. Da wollte ich mich an dieser Stelle mal bei allen Abonnenten bedanken. Finde ich echt cool, dass ihr mich unterstützt und meine Videos anseht. Kuss geht raus. Wo wir gerade beim Thema Abonnenten sind. Lasst doch gerne mal ein Like da, abonniert meinen Kanal, kommentiert meine Videos. Mein schüchterner Freund Algorithmus und ich würden uns sehr darüber freuen. So, der neue Kennzeichenhalter ist jetzt dran. Sieht, wie ich finde, sportlicher aus. Natürlich muss ich alles nochmal richtig sauber machen. Ich wollte auch mal die ganzen Plastikteile mit so einem Kunststoffspray behandeln. Also so einem Kunststofflack. Um mal alles schön einheitlich aufzufrischen. Werde ich die Tage dann mal bestellen. Alter, der Reifen sieht aus. Er sieht aus wie... Sieht aus wie meine Eier. Wie gesagt, habe ich mir schon einen neuen Reifen besorgt. Den werde ich dann auch bei Gelegenheit mal aufziehen oder aufziehen lassen. Na, vorher muss auf jeden Fall dann zum Reifenwechsel der Auspuff abgeschraubt werden. Aber das sollte ja kein Problem sein. Ich wollte den Auspuff sowieso nochmal auffrischen, ein bisschen abschleifen, neu lackieren mit hitzebeständiger Farbe, damit das alles wieder schön ordentlich aussieht. So, Video ist zu Ende. Danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und unterhalten. Macht es gut. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, Däumchen hoch. Und ich sag jetzt mal... Also, ich muss weg. Hm?